Hallo meine Lieben, heute soll es mal darum gehen, eine Schablone für die Kantenfräse zu bauen. Und ich möchte quasi die zwei Streifen, das ist jetzt 7 cm breit und das ist 9,5, das waren Reststücke. Ich möchte die jetzt so aufeinander schrauben. Und dann soll hier ein Loch rein, wo ich dann mit der Kantenfräse hier durchfräse mit dem Anschlag von der langen Seite. Das soll dann quasi so aussehen. Und ich möchte das dann als Anschlag nehmen für die Kantenfräse, dass eine Kante hier entlang fräst. Und das Loch ist nur dafür da, dass ich den Fräser hier reinstecken kann und fräse dann mit dem, im Moment habe ich einen 6 mm Zweischneider drin. Dann fräse ich hier mit der Fräse durch und das ist dann quasi mein Maß, wo ich dann Werkstücke fräsen kann. Das ist mein rechter Winkel. Das nehme ich als Anschlag. Und hier wäre dann quasi meine Fräsbahn, wo ich dann Nuten fräsen kann oder sogar schneiden kann mit der Kantenfräse. Und das machen wir jetzt mal. Wir schrauben das jetzt zusammen. Ich nehme jetzt unten die Ecke einfach an. Dann machen wir hier ein Schräubchen rein. Einmal. Jetzt holen wir uns einen rechten Winkel. Mal so anlegen. Passt nicht ganz. Ich muss es doch hinlegen. So. Jetzt haben wir unseren rechten Winkel. Jetzt machen wir auf die andere Ecke ein Schräubchen. Machen wir 4 Stück rein. Noch eine. Man könnte jetzt auch noch Leim dazwischen machen, aber das wäre eigentlich unsinnig. So, jetzt bohren wir uns hier ein Loch rein, ungefähr in der Mitte von dem Fräser. Und das zeige ich euch jetzt. So, meine Lieben, wir haben jetzt einen 32 mm Forsterbohrer eingespannt. Astlochbohrer, der eine nennt so, der andere so. Ich habe jetzt auf der Schablone mein Maß eingezeichnet. Das ist der Mittelpunkt von der Fräse, von hier nach hier. Also die Fräse geht quasi bis hier und der Mittelpunkt, wo der Fräser ist, von der Kantenfräse ist jetzt der Punkt. Da bohren wir jetzt unser Loch rein. Und hier vorne bleibt eine Ecke stehen. Das fräsen wir dann mit dem 6 mm Fräser von der Kantenfräse raus. Man kann natürlich auch einen anderen Fräser nehmen, nur halt, wenn man es breiter fräst, dann, wenn man dann einen kleineren Fräser reinmacht, dann passt natürlich das Maß dann nicht mehr. Man müsste sich eigentlich, wenn man jetzt verschiedene Fräser dafür nimmt, auch verschiedene Schablonen bauen, damit man immer genau weiß, wo man dann hier ist. Aber das zeige ich euch gleich dann noch. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir holen uns einmal den Mittelpunkt. Ich drücke jetzt einmal den Fräser nur auf mein Maß. Dann habe ich schon mal ein Löchelchen drin. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Fräsung hier macht. Und dann ist die Schablone eigentlich schon fertig. Bis gleich. So, jetzt nehmen wir uns die Kantenfräse. Mit dem 6 mm Fräser in dem Fall. Stellen uns die Fräse jetzt hier rein. Ich zeige euch das erstmal so.
So hier rein, Anschlag da dran. Und jetzt fräsen wir das hier einmal durch. Und das ist dann genau unser Maß, was wir dann brauchen, um unser eigentliches Bauteil zu fräsen. Kein Strom? Ohne Strom? Schlecht. So. Das war's schon. Und das ist jetzt unser genaues Maß, was wir jetzt annehmen können für unsere eigentliche Fräsung. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier von dem Brettchen das abfräsen. Zum Beispiel jetzt die Zinken. Dann legen wir uns das jetzt hier rein. Jetzt wissen wir ja genau, das ist unser Anschlag, der innere Punkt. Sagen wir mal, ich fräse jetzt ein bisschen mehr ab, damit ich eine gerade Kante habe. Man kann jetzt hier auch eine Zwinge drauf machen. Dann ist es ein bisschen stabiler. So. Jetzt brauchen wir nur unsere Kantenfräse nehmen, stecken die hier rein und fräsen das Ganze ab. Das war der Vorführeffekt. Meine Zwinge ist vielleicht ein bisschen blöd positioniert, es hat sich jetzt weggedrückt. Ich hole mal eine andere Zwinge. Es geht auch nichts über eine richtige Zwinge. Ja, jetzt ist es auch richtig fest. Hoffen wir mal. Jetzt haben wir eine ganz saubere, gerade Kante mit genau unserem Maß, was wir brauchen. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt genau eine Fräsung machen. Wir wollen jetzt hier eine Nutfräsung machen. Dann legen wir uns das jetzt hier hin, nehmen genau diese Kante an. So, machen unsere Zwinge wieder drauf. Am besten nehmt ihr wirklich immer eine Zwinge. Gerade bei so kleinen Bauteilen, das rutscht dann doch mal weg. Bei größeren Bauteilen, dann wird es schon eher gehen. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt nur eine kleine Fräsung machen. No. Ja, mein Fräser ist zu lang. Ich baue gerade mal einen anderen Fräser da ein. Genau. Der ist zu lang. Die Vorrichtung von der Fräse geht nicht weit genug runter. Machen wir mal einen anderen rein. Ja. Mal gucken, welchen wir dann nehmen. Wir nehmen diesen hier. Der ist jetzt eine Ecke kürzer, ist auch ein Zweischneider, 6 mm. Dann spannen wir uns mal ins Bohrfutter rein. Ne, Bohrfutter ist es nicht, ein Spannfutter, Entschuldigung. Ziehen den wieder schön fest.
mal die Tiefe fest. Und jetzt brauchen wir nur, wie gesagt, den Anschlag hinnehmen und können einmal durchfräsen. Und das passt immer, weil das Maß genau meine Richtung vorgibt. Und ich finde es einfach genial. So kann man ganz einfach mit einer Kantenfräse einfache Fräsung machen, ohne jetzt eine große Fräse oder ein Werkstück oder irgendwas haben zu müssen. So kann man mit einer einfachen Maschine ganz viele tolle Projekte machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kästchen baut oder so und die Seitenwand muss jetzt hier reingehen. Dann verstelle ich einfach jetzt mein Maß. Das können wir ja auch mal machen. Wir zeichnen uns das Maß jetzt hier an. Nehmen die Kante an. Machen uns hier drüben einen Strich. Nehmen jetzt diesen Strich hier an. Machen unsere Zwinge wieder fest. Kann natürlich sein, dass ich in der Mitte auch nochmal fräsen muss. Fräsen das wieder durch. Ja, da müssen wir nochmal in der Mitte. In der Mitte ist noch ein kleiner Steg jetzt. Der Fräser ist dafür eigentlich schon zu klein. Aber zum Zeigen geht das auch so. Schon hätten wir jetzt unsere fertige Nut. Gucken wir, ob das passt. Ja, uns passt perfekt. Ich finde es super einfach, genial. Kann man viele tolle Projekte mitmachen. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr die Maschinen, die ich benutze, vielleicht auch haben wollt oder was sie kosten oder kaufen wollt, guckt mal in meine Videobeschreibung, da sind die Maschinen fast alle verlinkt. Ich verlinke nur die Maschinen, die ich selber auch habe und wo ich weiß, dass die einigermaßen vernünftig sind, preis-leistungstechnisch gut ist. Ihr bezahlt nicht mehr dafür und ich kriege von Amazon ein paar Cent dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Abo dalassen und Liken nicht vergessen. Ciao, macht's gut.